In diesem Video schauen wir an, wie wir Linien aufnehmen können und diese Linien auch, wenn sie uns vorab gegeben wurden, zum Beispiel aus einem Geländemodell, abstecken können. Fangen wir mit Aufnehmen an. Hierfür gehen wir unten rechts auf das Designmenü und dann Linie. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist, interaktiv aufzunehmen. Jetzt kann ich meinen ersten Punkt anlaufen. Und hier entsprechend auf dem Punkt Erfassen-Button diesen erfassen. Ich kann den nächsten Punkt anlaufen, wieder erfassen, nächsten Punkt erfassen und so alle meine Punkte entsprechend der Gegebenheiten aufnehmen. So, jetzt habe ich mit dem Haken bestätigt und die Linie erstellt. Bestätige mit OK und sehe jetzt hier meine Linie. Jetzt möchte ich zum Beispiel die Farbe ändern. Das heißt, ich kann die Linie auch anklicken, editieren und hier mit der Farbpalette eine eigene Farbe dafür wählen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, wenn man damit eine Fläche abgesteckt hat, die Linie auch zu schließen. Hierfür geht man wieder auf das Editieren-Menü und klickt hier Linie schließen. Okay? Jetzt ist es eine geschlossene Linie. Zu jeder Linie kann ich mir auch Informationen anzeigen lassen. Wenn ich diese Linie anklicke, auf Information klicke, sehe ich hier den Umfang und bei einer geschlossenen Linie auch die Fläche. Jetzt haben wir diese Linie möglicherweise aber einfach aus einem Geländemodell bekommen. Das heißt, wir wollen diese Linie jetzt abstecken. Dafür wähle ich die Linie an und klicke hier wieder auf den Abstecken-Button, den Pfeil. Jetzt muss ich einen Punkt aus der Linie auswählen, zum Beispiel meinen ersten Punkt, und mit Abstecken bestätigen, dass ich diesen Punkt abstecken möchte. Jetzt kann ich diesen anlaufen. Und sehe hier in der Feinabsteckung oben links, sobald ich diesen Punkt erreicht habe und könnte ihn mir jetzt markieren. Dies bestätige ich wieder mit zurück. Dieser Punkt wäre nun abgesteckt. So einfach ist es mit dem XCAF Pilot, Linien zu erzeugen oder auch gegebene Linien in der Realität abzustecken. In dem nächsten Video zeigen wir euch jetzt, wie ihr dann auch Flächen erstellen könnt. Wollt ihr noch mehr erfahren? Dann findet ihr hier noch weitere Videos zu unserem System.